Herzlich willkommen an der Marineschule Mürwik. Ich bin Kapitänleutnant Brunn und ich lade Sie herzlich ein, den heutigen Tag mit uns an der Marineschule Mürwik zu verbringen. Hier am Bootshafen der Marineschule Mürwik findet die Ausbildung der Offizieranwärterinnen und Anwärter statt. Hier befindet sich das Material für die Ausstattung der Kutter. Hier diverse Ausstattungsgeräte, da zum Beispiel die Pinnen, die man braucht für die Betätigung des Ruders, bis hin zu eben den Dienstflaggen. Dann auf der rechten Seite sind die Riemen. Ich betone hier noch einmal Riemen, keine Paddel. Hier befinden wir uns in der Bootshalle am Hafen der Marineschule Mürwik. Die Bootshalle selber steht auch unter Denkmalschutz. Sie ist sehr weitläufig. Das dient in erster Linie dafür, dass man hier zum Beispiel die Segel zum Trocknen aufhängen kann. Die Schule wurde im Zeitraum von 1906 bis 1910 gebaut, eingeweiht durch Kaiser Wilhelm II. Der ausführende Architekt war damals Adalbert Kelm, nachdem auch die Kelmstraße, die Postadresse, hier benannt ist. Die Ausbildung der Offizieranwärter stand hier grundsätzlich immer an vorderster Stelle, obwohl die Marineschule auch zwischenzeitlich als pädagogische Hochschule gedient hat, auch der Ausbildung von Zollbeamten und zwischenzeitlich auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, damals als die große Fluchtbewegung aus dem Osten im Dritten Reich in den Westen stattgefunden hat. Im nördlichen Bereich der Marineschule Mürwik befindet sich das sogenannte Trampedachlager, ein in Modulbauweise aufgebautes Lager. Dieses wurde 1937 aufgebaut, was den ansteigenden Bedarf an Platz für Offizieranwärter geschuldet war. Die Ausbildung am Übungsmast, der eine Höhe von etwa 2/3 des höchsten Mastes der Gorch Fock hat, gibt den Soldatinnen und Soldaten die Möglichkeit, das sichere Aufentern und Bewegen in der Takelage zu üben und zu verinnerlichen. Hier befindet sich die alte Kommandeursvilla, die bis 1945 durch den jeweiligen Kommandeur bewohnt wurde. Nach der Nutzung ab 1945 befand sich das Gebäude im Verfall, ungenutzt, mit einer kurzen Zwischenverwendung noch, um innerdeutsche Flüchtlinge unterzubringen, aufzunehmen. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde das Gebäude umfangreich saniert und beherbergt seitdem die militärhistorische Ausstellung seit der Gründung der deutschen Marinen bis in die heutige Zeit. Was wir hier haben, das sind die Fotos der Crews, beginnend ab der Ausbildung 1866 von Kiel, von der Marineakademie, über zur Marineschule Mürwik, wie sie heute ja noch existiert. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Foto der Crew 1920 in den damaligen Ausgehuniformen. Auf der Rückseite, hier nun nicht, aber doch auf den anderen Bildern in der Neuzeit eine Auflistung, wer da zu sehen ist. Hier eben auch über die Zeit des Zweiten Weltkrieges, Erster Weltkrieg bis in die heutige Zeit. Die in den 1930er Jahren gebaute Sportschule beherbergte in den letzten 3 Kriegswochen den Sitz der letzten NS-Regierung unter Großadmiral Dönitz. Am 23.05.1945 wurde dieses Kapitel mit der Verhaftung der Regierung durch die britische Armee beendet. Hier befinden wir uns am zentralen Hauptgebäude mit dem Haupteingang und dem neu aufgebauten Turm. Rechts im Bild ist die Schulführung untergebracht mit den da übergelegenen Unterrichtsräumen. Auf der linken Seite Büros und Unterkünfte. Das ist der alte preußische Adler, der hier seinen Platz gefunden hat. Es war vorher Teil des Haupteinganges, des Eingangstores, was damals einflügelig war, mittlerweile zweiflügelig. Wir befinden uns hier im Säulengang der Marineschule Mürwik, wo Kommandeur und stellvertretender Kommandeur sowie Lehrgruppenkommandeur ihre Büros haben. Im Vorfeld dieser Büros befinden sich Modelle, ein Auszug der deutschen Marine mit den jeweiligen Einheiten. Dieser Raum wurde historisch auch schon für die Ausstellung von Schiffsmodellen genutzt. Auf der
von mir aus gesehen rechten Seite Kaiser Wilhelm, der 1910 die Marineschule eingeweiht hat. Sehr marineaffin zu erkennen, auch an der Uniform, der sich gerne und oft präsentiert hat. Auf der linken Seite in der Uniform der damaligen Zeit der Kadett Ihn, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Die heutige Bezeichnung der Räume deckt sich nicht mit den damaligen Räumen überein, hat hier durch die Zubauten die Nummerierung neu vergeben. Interessant sind die Malereien oberhalb der Türen, dargestellt hier ein Schiff, was anzeigt, dass sich in diesen Räumen ein Badezimmer oder Toilettenanlagen befunden haben. Dies ist eine von 2 Sporthallen, die dem Hauptgebäude angeschlossen sind. Diese Sporthalle hier hat die Besonderheit, dass sie noch in der Farbgebung und in der Gestaltung so existiert, wie sie damals zur Zeit des Kaiserreiches aufgebaut wurde. Hier befinden wir uns in der Bibliothek der Marineschule Mürwik, die den Lernenden, den Kadettinnen und Kadetten die Literatur zum Ausarbeiten von Vorträgen oder zur schlichten Weiterbildung zur Verfügung stellt. Speziell natürlich hier Fachliteratur über die Nautik, über Geschichte. Das älteste Buch hier an der Schule innerhalb dieser Bibliothek ist ein Werk, ein portugiesisches Werk über Navigation von 1573. Ja, in der heutigen Zeit kann man ja sagen, im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt mit Russland, dass die GPS-Störungen natürlich zugenommen haben, gerade im Bereich der Ostsee, und jetzt die Astron-NAV-Ausbildung wieder verstärkter in den Mittelpunkt gestellt wird. Wurde mal so ein bisschen ausgegrenzt, weil wir es nicht unbedingt brauchten. Aber gerade jetzt hier im Bereich für zukünftige Kommandanten der Kriegsschiffe, aber auch im Bereich der Unteroffiziere, Navigationsmeister, hat es doch einen ziemlich starken Wert und muss wieder vorangetrieben werden, ne? Diese Ausbildung. Ein neues Programm wird gekauft, wird ab nächstem Jahr eingeführt in der Flotte, dass man dann quasi ganz schnell über die Sterne seine Position bestimmen kann und nicht mehr abhängig ist vom GPS. Das Interessante an der Schule ist die Lage der Schule, wie man hier erkennen kann, war hier außerhalb von Flensburg so gut wie gar nichts. Hier hinten ein paar Gebäude, die es dann eben auch schon zu der damaligen Zeit gegeben hat, mit der Zuwägung in die absolute leere Landschaft gesetzt. Ja, die ganzen Gebäude, die man hier erkennen kann, sind alle im Zuge des Aufbaus der Marineschule damals entstanden. Die Anleger, die Torpedoschule. Und wie man hier erkennen kann, hat sich auch am Bild der Marineschule im Wesentlichen nicht viel verändert. Die Außenanlagen sehr deutlich, auch was die Bewaldung angeht und die Bebauung auf der anderen Seite des Ospigtals, welches sich hier hinter erstreckt. Das Gebäude selber war so aufgebaut, dass die Unterkünfte seeseitig gelegen waren, dass wenn die Soldatinnen aus den Fenstern geschaut haben, auf ihren künftigen Arbeitsplatz geschaut haben, und die Hörsäle waren rechts und links am Gebäude angebracht, sodass dort die Soldaten nicht durch die schönen Sichten aufs Meer abgelenkt waren.
Die Aula ist das Herzstück der Marineschule Mürwik und führt als erlebbarer Lernort über das Traditionsverhältnis der Marine durch die Epochen der deutschen Marinen, beginnend ab der Einweihung der Schule 1910 bis in die heutige Zeit. Dies vergegenwärtigt nicht nur den jeweilig wechselnden Zeitgeist, sondern leitet im Verlauf des Raumes auch hin zu den heutigen Werten, die sich im Schriftbild bewusst schlicht gehaltenen Stil an der Stirnseite des Raumes befinden. Um diesem Saal die entsprechende Würdigung zu geben, werden hier überwiegend Veranstaltungen durchgeführt, die diesen besonderen Rahmen erfordern. Der Speisesaal der Marineschule Mürwik wird Remter genannt. Das leitet sich aus der Bezeichnung der klösterlichen Verpflegungshallen ab. Diese Bezeichnung hat man übernommen, da man beschlossen hat, dass es hier zum Ambiente allgemein am besten passt. An den Wänden des Remters sind verschiedene Szenerien abgebildet aus den damaligen Hansestädten. Zudem auch eine Abbildung eines Seegefechtes vor Helgoland mit den alten Koggen. Besonders erwähnenswert ist dieser wunderbare Ausblick, den man aus dem Remter hat auf die Flensburger Förde über den Vorbau direkt aufs Wasser.